Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Canon hat ja auf einen Schlag gleich zwei neue Kameramodelle aus dem spiegellosen Bereich auf den Markt geworfen und somit natürlich auch ihr Kamerasortiment erweitert. Ihr Kamerasortiment vor allem im Bereich Einstiegskameras. Ich hatte euch im ersten Video ja schon die R8 vorgestellt, Vollformat und aus meiner Sicht sehr, sehr gut geeignet für den Ein- und Umstieg in die spiegellose Fotografie von Canon. Aber da gibt es noch mehr, und zwar gibt es ebenso eine neue Einstiegskamera in den APS-C-Bereich und die ist aus meiner Sicht ebenso interessant, denn sie bietet einige wirklich gut überlegte Eigenschaften und genau um diese Kamera geht es im heutigen Video, ihr Lieben, um die R50, denn auch die konnte ich bereits einige Tage sehr, sehr ausführlich für euch testen. Was die R50 kann, was sie vielleicht besser kann als andere Kameras von Canon und ob sich der Ein- und Umstieg vielleicht auch auf diese Kamera lohnt, all das, ihr Lieben, in diesem Video. Neben der neuen Vollformat-Einsteiger der R8, wer das Video nicht gesehen hat, ich habe es euch schon vorgestellt, ich verlinke es euch nochmal, hat Canon natürlich auch gleich eine zweite Kamera vorgestellt. Und zwar eine APS-C-Kamera. Eine APS-C-Kamera mit der Bezeichnung R50. Da werden viele jetzt sagen, Moment mal, 50? Da gab es auch schon mal was bei Canon. Ja, genau. Es gab ja die M50 und die M50 Mark II. Auch ich bin noch stolzer Besitzer einer M50, habe mir auch das ein oder andere Objektiv, auch Reiseobjektiv für die M50 gekauft, weil ich sie eben als Reisekamera, als Vlogging-Kamera, als kleine kompakte Kamera zu schätzen wusste. Allerdings gab es bei der M50 ein Problem. Und das muss auch ich ganz klar sagen, denn du warst ja irgendwie im M-Mount gefangen. RF-Objektive, EF-Objektive, alles schwierig. Ja? Du warst quasi in deiner eigenen M-Mount-Welt gefangen bei Canon. Und ich glaube, genau da hat Canon jetzt einen strategisch sehr, sehr guten, gewählten Schachzug gemacht. Denn mit der R50 ist Canon natürlich nicht nur auf alle Einsteiger in den APS-C eingegangen, sondern man hat Folgendes gemacht. Wenn ich hier vorne nämlich mal die Abdeckung abnehme, dann seht ihr es schon, haben wir hier einen riesen Mount-Anschluss und zwar fürs RF-System. Das heißt, ich kann an der R10 natürlich nicht nur alle RFS-Objektive, von denen es ja aktuell noch nicht so viele gibt, aber die ja stetig erweitert werden, benutzen, sondern ich kann natürlich auch bereits alle RF-Objektive nutzen und natürlich mit dem EF-RF-Adapter kann ich alle bestehenden Objektive aus dem EFS-System, zum Beispiel das uralt 1855 habe ich auch noch da, habe ich probiert mit der Kamera. Funktioniert mit dem Adapter perfekt. Das heißt, ich kann Bestandslinsen, also quasi Altglas, schon mal nutzen. Wenn ich ein Umsteiger bin, aus dem alten Canon-System, aus dem EFS-System, kann ich ganz einfach mit dem Adapter hier meine Linsen nutzen an der neuen R10. Und ich glaube, das war gerade strategisch sehr, sehr gut überlegt von Canon. Denn damit bin ich im spiegellosen Bereich jetzt auf Augenhöhe. Ich muss nicht in ein anderes, in den M-Mount mich zurückziehen und dort verkümmern quasi, sondern ich kann tatsächlich natürlich auch schon, wenn ich die Kamera zum Beispiel als Zweitkamera nutze, denn auch ich habe die Kamera mit meinen RF 1535 zum Beispiel oder auch mit dem 2405 habe ich hiermit Fotos gemacht. Das heißt, du bist natürlich dann ja, quasi in der großen RF-Familie mit der kleinen Kamera. Und sie ist tatsächlich genauso handlich und genauso kompakt wie die M50. Allerdings kommt sie mit guten technischen Details. Bevor wir uns die aber anschauen und uns auch mal ansehen, welche Aufnahmen habe ich gemacht, welche Videoclips habe ich gemacht und was gibt es für technisch nette Neuerungen, ja, da schauen wir uns erstmal die Kamera an. Was bringt sie? Was bringt sie im Body? Was gibt es für Anschlüsse? Sind die Tasten vielleicht neu gelegt? Gibt es da Unterschiede zur M50?
Betrachten wir die Kamera in der Frontansicht, fällt natürlich als erstes das quasi riesige RF-Bajonett ins Auge, das aber natürlich den Anschluss aller RFS und natürlich aller RF-Objektive ermöglicht. Und ich kann durch den RF-Adapter natürlich auch auf sogenanntes Altglas, zum Beispiel aus dem EFS-System, zurückgreifen. Wir haben einen APS-C-Sensor mit 24 Megapixeln verbaut, der mir einen ISO-Wert zwischen ISO 100 und 32.000 bietet. Natürlich können wir den ISO-Wert auch erhöhen und bis auf maximal ISO 51200 gehen. Mit mechanischem Verschluss schaffen wir damit 12 Bilder in der Sekunde und mit voll elektronischem Verschluss sind es dann sogar 15 Bilder. Auf der linken Seite der Kamera finden wir einen Mikrofoneingang. Einen Kopfhörerausgang gibt es in dem Fall leider nicht. Blicken wir auf die andere Seite, so finden wir dort natürlich einen USB Typ C Anschluss und darunter einen Micro HDMI Ausgang. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, warum hat man dann jetzt diese Anschlüsse nicht auch auf die andere Seite gepackt? Die Lösung dafür ist im Grunde sehr einfach. Da sich die Kamera natürlich auch insbesondere an Kreatoren, an Blogger richten soll, werden diese natürlich oft das dreh- und schwenkbare Display benutzen. Das heißt, im Umkehrschluss ist es natürlich logisch, wenn ich dann die Anschlüsse, die ich nutze, zum Beispiel für einen externen Monitor, zum Streamen oder für die Versorgung natürlich mit Strom, auf die andere Seite verlege. Denn damit sind mir die Kabel natürlich nicht vorm Bildschirm, während ich filme und ich habe einen perfekten Blick auf mich als Person auf dem Bildschirm. Bei einem Blick auf die Kamera sehen wir natürlich, dass wir diesmal wieder einen integrierten Blitz haben. Dieser ist manuell ausklappbar und hat eine Leitzahl 6. Wir sehen ebenfalls einen Multifunktionsschuh auf der Oberseite und wir sehen die Hauptbedienfelder. Darunter fällt natürlich das Moduswahlrad, die ISO-Taste, die Schnellauswahltaste bzw. das Schnellauswahlrad. Und wir haben auf der Oberseite natürlich die Videoaufnahmetaste, mit der wir eine Videofunktion bzw. einen Videoclip starten und auch wieder stoppen können. Und natürlich die Auslösetaste zum Fotografieren. Werfen wir einen Blick auf die Rückseite der Kamera, sehen wir natürlich oben angebracht den elektronischen Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten. Darunter nicht zu übersehen das große 7,5 cm Bildschirmdiagonale umfassende, natürlich dreh- und schwenkbare Display. Auf der rechten Seite haben wir die typischen Kreuztasten, mit der wir natürlich alle wichtigen Funktionen direkt ansteuern können, und mittig befindet sich nochmal die Schnellzugriffstaste und natürlich die Einstelltaste im Quick-Menü. Auf der Unterseite der Kamera gibt es dann noch ein kleines Upgrade. Wenn wir nämlich das Batteriefach öffnen, dann sehen wir, dass es hier ein Upgrade zum Akku gab. Hatte die M50 noch den LPE12, hat die R50 jetzt den LPE17 bekommen. Auch hier daneben angeordnet natürlich das SD-Kartenfach. Mit dem LPE17 kann die Kamera laut Canon 450 Aufnahmen machen. In meinem Praxistest waren es allerdings wie immer deutlich mehr. So viel zum Gehäuse und den Anschlüssen sowie zu den Tastenbelegungen. Das Ganze wird einem natürlich, wenn man aus dem Canon-Bereich kommt, alles sehr bekannt vorkommen. Auch das Menü ist natürlich entsprechend, dass du dich schnell hereinfindest. Tja, Lieben, ich habe die Kamera jetzt natürlich auch in der Praxis getestet. Ich habe für meinen Praxistest in der Regel das 1850 RFS benutzt. Das gleiche Objektiv hatte ich ja schon im letzten Jahr in Schottland und habe damit sehr, sehr gute Bildergebnisse erzielen können. Zum Fokus, auch die R50 hat natürlich den Deep Learning Autofokus bekommen. Der gehört ja quasi bei Canon jetzt schon zum guten Ton. Das heißt, ich kann natürlich Personen, Körpererkennung einstellen. Dafür habe ich entweder eine Automatik, in der die Kamera selbst entscheidet, was sie vorfindet im Bild, oder ich kann das Ganze nochmal separat einstellen. Das heißt, ich kann Personen erkennen, ja, Gesicht, Körper, Augen, auch das hatte ich euch ja schon gezeigt. Für mich natürlich super interessant, ihr wisst es, ich habe einen Welpen. Natürlich Tiererkennung. Tiererkennung funktioniert auch sehr, sehr gut. Das heißt, ist das Tier weiter weg, wird erst der Körper erkannt, sowie Augen zu sehen sind, wird auch sofort auf die Augen fokussiert. Und natürlich
haben wir eine Fahrzeugerkennung. Auch das funktionierte super reibungslos bei der Kamera. Dann können wir ja mit bis zu 15 Bilder in der Sekunde fotografieren. Auch das hilft natürlich, ja, wenn du gerade schnelle Bewegungen zum Beispiel von deinem Tier fotografieren willst. Die Kamera an sich ist natürlich auf die Reisefotografie ausgelegt und natürlich auch so ein bisschen auf die Reisevideografie. Das zeigt natürlich vor allem der Videomodus, ihr Lieben. Denn im Videomodus können wir mit 4K bis zu 30 Frames filmen. Und wir haben zusätzlich auch hier eine Zeitlupenfunktion. Und zwar können wir da bis zu 120 Frames filmen. 120 Frames sieht dann zum Beispiel so aus, wenn ihr so einen netten kleinen Wauzi habt wie ich. Ja, das sieht schon ziemlich spannend aus. Darüber hinaus hat man sich natürlich auch hier gedacht, ja, wir machen wieder so ein Kreativfilter-Ding rein, wie schon bei der R8. Das heißt, auch hier kannst du zum Beispiel diesen alten Filmlook einschalten und kannst dann entsprechend filmen. Das heißt, auch hier für kreative Köpfe ist natürlich vorgesorgt. Ihr habt entsprechende Modis, die vorgegeben sind. Und die R50 hat natürlich auch die Programmautomatik für besondere Szenen mit an Bord. Nicht unerwähnt sollte man hier natürlich die Panorama-Funktion lassen. Mit der Panorama-Funktion kann man sowohl im Quer- als auch im Hochkantformat ganz einfach Fotos schießen und diese dann bereits kameraintern zu einem kompletten Panorama zusammensetzen lassen. Zusätzlich gibt es natürlich weitere Programmunterstützungen, zum Beispiel wenn du in der Porträtfotografie vielleicht zum Beispiel mal die Haut gleich ein bisschen geglättet haben willst oder vielleicht sogar ein Gruppenfoto machen möchtest oder zuletzt sogar schwierige Situationen wie spielende Kinder fotografieren willst. All das wird unterstützt in entsprechenden einzelnen Programmautomatiken. Und auch sonst ist das Ganze natürlich schon so ein bisschen auch in den Bereich Vlogging ausgelegt. Auch hier haben wir natürlich den Hybrid Plus Modus. Dieser Hybrid Plus Modus ist ja quasi ein Automatikmodus, der dir ein wie ein Videotagebuch erstellt. Das heißt, du machst Fotos, die Kamera zeichnet entsprechend kurze Videoclips auf und setzt dir das Ganze tatsächlich dann auch schon final als Videoclip zusammen. Das Ganze könnte zum Beispiel so aussehen. Ja, ich habe es mal probiert, habe mal verschiedene Einstellungen gemacht, habe mich dann fotografiert und ihr seht, zum Schluss setzt mir die Kamera dann intern sogar noch das fertige Video zusammen. Wo wir schon beim Stabilisieren sind, natürlich können wir in 4K filmen und das Ganze kameraintern, auch wenn wir keinen IBIS-Stabilisator verbaut haben, stabilisieren lassen. Denn wir nehmen ja unsere 4K aus 6K Oversampling. Das heißt, auch hier gibt es natürlich einen deutlichen Unterschied. Das Ganze völlig ohne Crop und dann könnt ihr euch mal hier das Bildergebnis ansehen. Und zwar einmal hier ohne Bildstabilisator, gelaufen, außer Hand gefilmt. Sieht schon ein bisschen, sagen wir mal, dynamisch aus. Ja? Und dann mit eingeschaltetem Bildstabilisator. Das Ganze wirkt auch schon wesentlich sanfter und viel besser austariert. Obwohl wir schon beim Filmen sind, habe ich natürlich eine weitere Funktion auch ausprobiert. Und zwar gibt es einen internen digitalen Zoom, und zwar einen 10-fach-Zoom. Den habe ich ausprobiert, natürlich 1850. Und zwar habe ich damit mal versucht, den Mond zu filmen. Und ihr Lieben, ich habe tatsächlich mal einen krassen Footage damit erreicht. Ich zeige es euch mal hier in der praktischen Anwendung. Und zwar hier ohne den digitalen Zoom zugeschaltet. Ganz normal 18 mm ist der Mond natürlich nur ein weit entfernter kleiner Punkt, der eher aussieht wie ein Stern. Dann zoomen wir rein auf 150 mm. Auch da der Mond ja noch ziemlich klein. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, bei Full-HD-Aufnahmen noch den digitalen Zoom hinzuzuziehen. Das heißt, digitaler Zoom kann ich nochmal um den Faktor 10 vergrößern, ihr Lieben. Und dann bekommt ihr solche genialen Aufnahmen. Das ist natürlich auch spannend für alle, die vielleicht ein bisschen Wildlife filmen wollen, denn damit bist du natürlich richtig dicht dran an deinem Objekt. Und die Auflösung, finde ich, ja, ich glaube, die spricht für sich. Und für viele vielleicht auch interessant, auch die R50 hat den Silent-Modus. Das heißt, ihr könnt das Auslösegeräusch ausschalten. Damit ist eure Kamera quasi komplett geräuschlos. Für all diejenigen, die vielleicht mal bei einer Feier oder vielleicht auch unbemerkt bei einer Hochzeit das eine oder andere Foto machen wollen. Da stört ihr niemanden. Überrascht war ich allerdings auch über eine Funktion, die die R50 mitbekommen hat, und zwar das Focus Bracketing. Focus Bracketing hatte ich euch ja schon vorgestellt. Damit habt ihr die Möglichkeit, durch die Voreinstellung verschiedenster Parameter, wie zum Beispiel Fokusabstand oder auch Anzahl von Bildern, die Kamera
eine automatische Reihe von Bildern anfertigen zu lassen mit unterschiedlicher Schärfentiefe. Diese Bilder könnt ihr dann nachher gerade im Makrobereich zusammensetzen und habt damit ein durchgehend scharfes Makrofoto. Wo wir schon bei Schärfe sind. Die Funktion, die ich besonders genial finde und die natürlich auch so ein bisschen dahin zeigt, ja, was soll die Kamera können? Sie soll natürlich vor allem allen Videografen auch auf die Sprünge helfen. Ist eine Funktion, die ich tatsächlich ziemlich genial finde. Und zwar ist es eine Produktpräsentationsfunktion, quasi eine Automatik, die erkennt, ob du ein Produkt vorstellst. Ja, wenn du diese Automatik, dieses Programm gewählt hast, dann ist es nämlich so, dass du das Lästige, was es ja früher gab, wenn du zum Beispiel ein Produkt vorstellen wolltest, ja, ihr kennt es in vielen Videos, ich habe es ja auch im Livestream gehabt, du streamst zum Beispiel mit der Kamera und möchtest jetzt deinen Zuschauern ein Produkt präsentieren. Dann war es ja vorher so, wie jetzt zum Beispiel auch bei meiner RP, die mich filmt, ja, wenn ich euch das Produkt hier zeige, oder ich zeige es mal auf der Seite, ist noch besser. Ich zeige euch das Produkt und dann sagt ihr, ja, was ist es denn? Ich sehe es ja gar nicht, ist ja gar nicht scharf. Das heißt, ich müsste dann jetzt hier erstmal meinem Fokus sagen, pass mal auf, mein Lieber, hier, das hätte ich gerne. Ne? Und mit dem neuen Modus an der R50, und das finde ich tatsächlich genial, fällt das flach. Denn dieser Modus erkennt automatisch, wenn ich etwas ins Bild halte. Ich zeige euch das mal hier an einem praktischen Beispiel. Dann erkennt die Kamera das Objekt, das Produkt, fokussiert darauf an und nehme ich es wieder aus dem Bild raus. Und ich muss es nicht vor die Nase halten, nehme ich es wieder aus dem Bild raus, fokussiert die Kamera mich wieder. Das ist natürlich ein großer Fortschritt für alle Streamer, für alle, die auch gerne mal vielleicht ein bisschen Videos filmen, ein Produkt vorstellen möchten. Ja, das ist schon ein großer Vorteil. Wo wir schon gerade bei den Produktvorstellern, bei den Streamern, bei den Influencern sind oder auch bei all denen, die vielleicht gerne mal ein bisschen Video auch dann teilen im Hochkantformat, wie zum Beispiel bei Instagram oder anderen Formaten, habt ihr noch eine ziemlich gute Funktion zur Ergänzung eures Bildbereichs. Denn wenn ihr im Querformat filmt, ist es ja manchmal doch schwierig zu sehen, ja, wie ist es dann? Bin ich im Bild? Ja, ist alles im Bild, was ich haben möchte? Wie ist es nachher, wenn ich nachproduziere? Wenn ich dann mein Video im Hochkantformat zum Beispiel ausgeben möchte, ist dann alles im Bildbereich. Dafür könnt ihr euch verschiedene quasi Overlay-Masken einblenden lassen. Ich zeige es euch mal hier. Diese Masken zeigen mir dann, ja, bin ich im Bild? Ist alles drin? Ist mein Produkt vielleicht drin? Ja, wie sieht es aus? Das finde ich eine ziemlich geniale Funktion, denn das Overlay wird natürlich nicht gespeichert. Das Video wird auch nicht beschnitten. Es dient quasi letztlich nur der Orientierung. Ist alles im Bild, wenn du nachher entsprechend im Hochkantformat dein Video ausgeben möchtest bzw. nachbearbeiten möchtest. Tja, Lieben, Canon EOS R50. Ich muss sagen, gerade auch mit der Möglichkeit, dass sie jetzt natürlich den RF-Mount zugänglich gemacht haben für diese leichte Kamera, leichte Einstiegskamera, hast du natürlich den großen Vorteil, dass du alle Umsteiger ansprichst. Das heißt, wenn du vielleicht noch aus dem EF-System kommst und du möchtest jetzt ins RF-System umsteigen, möchtest im APS-C-Bereich bleiben, möchtest nur eine kleine leichte Kamera, kannst du mit dem RF-Adapter sowohl alle EFS-Objektive als auch alle EF-Objektive und natürlich die RFS-Objektive und die RF-Objektive nutzen. Und damit hast du ja eine riesige Auswahl, ja? Auch Altglas, kein Problem an der Kamera. Im Videobereich hat sich viel getan, auch natürlich hier Filter, die man drüber setzen kann. Na klar, das gehört für mich ja in dem Bereich ja irgendwie schon dazu bei Canon. Tja, Lieben, schöne, nette Einsteigerkamera. Jetzt kommt natürlich die Frage nach dem Preis. Sie wird um die 800 € liegen, wenn ihr sie euch zulegen wollt. Vielleicht habt ihr noch Altglas, RF-Adapter, ja, kein Problem, könnt ihr hiermit adaptieren. Ansonsten, ihr Lieben, ja, eine schöne Neuerung und ich glaube auch gerade dieses Verlassen des M-Mounts, ja, das war überfällig. Aus meiner Sicht muss ich ganz klar sagen, wie gesagt, ich habe ja auch noch die M50. Ja, wäre das was für euch als Reisekamera? Ja, die Aufnahme mit dem Mond, die fand ich ja klasse, ne? Das hat mir schon gut gefallen. Ja, aber nicht, dass ihr hier beim Nachbarn guckt, ne? Wenn die Nachbarsfrau mit dem Bikini da liegt, ja. Also dafür ist das nicht gedacht. Das ist für Wildlife oder den Mond oder sonstige Sachen. Ja, also muss man schon überlegen, wofür man das braucht. So ein 10-fach Digitalzoom in der genialen Auflösung. Ihr Lieben, Spaß beiseite, schreibt es mir mal in die Videokommentare. Ja, wäre die R50 vielleicht was für euch? Vielleicht auch als Backup, als als Reisekamera? Ja, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Und ansonsten, wenn euch die Vorstellung der neuen R50, die für mich quasi jetzt die klassische Einsteigerkamera in den APS-C-Bereich im günstigen Segment bei Canon geworden ist,
gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.